Hi, this video is about the German alphabet and its pronunciation. Hallo, in diesem Video geht es um das deutsche Alphabet und dessen Aussprache. The German alphabet consists of 26 basic letters, 3 so-called Umlaute, and one letter that today is used exclusively for writing German languages. Das deutsche Alphabet besteht aus 26 Grundbuchstaben, 3 sogenannten Umlauten und einem Buchstaben, der heute ausschließlich beim Schreiben deutscher Sprachen verwendet wird. We now go through the letters one by one, using the names of German-speaking philosophers as examples for pronunciation. Wir gehen die Buchstaben nun der Reihe nach durch. Als Beispiele für die Aussprache dienen dabei die Namen deutschsprachiger Philosophen und Philosophinnen. Auf geht's! From now on only German. Wie in means as in. Let's go. Das deutsche Alphabet. A. A. Wie in Arendt. Hannah Arendt. B. B. Wie in Bobzin. Susanne Bobzin. C. C. Wie in Kassierer. Ernst Kassierer. D. D. Wie in Dittmar. Luise Dittmar. E. E. Wie in Esser. Andrea Marleen Esser. F. F. Wie in Fries. Jakob Friedrich Fries. G. G. Wie in Goppel. Anna Goppel. H. H. Wie in Holz. Hans Heinz Holz. I. I. Wie in Illis. Christian Illis. J. J. Wie in Jägi. Rahel Jägi. K. K. Wie in Kant. Immanuel Kant. L. L. Wie in Luxemburg. Rosa Luxemburg. M. M. Wie in Marx. Karl Marx. Karl Marx. N. N. Wie in Nietzsche. Friedrich Nietzsche. O. O. Wie in Orlikowski. Anna Orlikowski. P. P. Wie in Popper. Karl Popper. Q. Q. Wie in Quadflieg. Dirk Quadflieg. R. R. Wie in Richter. Lieselotte Richter. S. S. Wie in Simmel. Georg Simmel. T. T. Wie in Tiefensee. Christine Tiefensee. U. U. Wie in Ulkan. Maria Ulkan. V. V. Wie in Voss. Christiane Voss. W. W. Wie in Windelband. Wilhelm Windelband. X. X. Wie in Xaver. Franz Xaver von Baader. Y. Y. Wie in Yamaguchi. Ichiro Yamaguchi. Z. Z. Wie in Zehnpfennig. Barbara Zehnpfennig. Ä. Ä. Wie in Schnädelbach. Herbert Schnädelbach. Ö. Ö. Wie in Özmen. Elif Özmen. Ü. Ü. Wie in Jürgen. Jürgen Habermas. SZ. SZ. Wie in Hobus. Steffi Hobus. Und nun zur Wiederholung. Zuhören und nachsprechen. Listen and repeat.
A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z, Ä, Ä, Ö, Ö, Ü, Ü, SZ, SZ. Und nochmal in schnell. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y und Z. Langsamer? Das deutsche Alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü, SZ. Das war's. Danke für die Aufmerksamkeit und viel Erfolg beim Lernen. Falls du nicht nur Deutsch, sondern auch Philosophie lernen willst, findest du auf diesem Kanal zahlreiche Videos zu philosophischen Themen. Darin versuche ich, klar und deutlich zu sprechen und biete deutsche und manchmal auch englische und weitere Untertitel an, dank der Hilfe durch die Community. If you want to learn not only German, but also philosophy, you will find several videos on this channel in which I talk in German about philosophical topics, with German and sometimes English or other subtitles, thanks to the help of the community. In these videos I try to speak somewhat slowly and clearly so that the German language can be learned by listening. Well then, bye bye.